Herzlich willkommen zurück in diesem kleinen Programmierstudio. Wir hatten ja letztes Mal Hallo Welt gesehen, ein bisschen viel Hallo Welt, einen ganzen Bildschirm voll. Wir haben die Kommunikation etabliert zwischen dem Pi Pico und dem C64 bzw. vom Pico zum C64 zurück noch nicht. Wer das noch nicht gesehen hat, ich hau den Link zu dem Video hier dazu. Für alle anderen geht es heute weiter, und zwar Kommunikation vom C64 zum Pico, und dann schauen wir mal, was wir damit alles so machen können. Das war also das Programm im C64, relativ kurz, aber trotzdem funktionsfähig. Dazu gab es noch das Programm in Tony für den Pi Pico. Auch das kurz, aber hat funktioniert. Und wenn wir das jetzt mal wieder starten, dann sehen wir also, wie nach wie vor Hallo Welt auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Wunderbar soweit, macht uns natürlich noch nicht so ganz glücklich. Unter anderem hat sich da das Problem gezeigt, dass wenn das Programm am C64 startet, es einfach anfängt, eben die UART-Schnittstelle auszulesen, und da kann es sein, dass gerade eine Übertragung mitten im Gange ist. Dann führt das also zu solchen Geschichten, dass da die letzten Zeichen einer laufenden Übertragung übernommen werden und dann quasi erst eine saubere Übertragung beginnt. Generell wollen wir jetzt was tun gegen Störungen, die eben solche Sachen verursachen. Dazu springe ich direkt in meinen Tony-Editor. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, habe ich auch im letzten Video erklärt. Hier springen wir jetzt direkt rein. Wir haben das Hallo Welt ausgegeben, und zwar immer und immer wieder. Dabei bleibt es jetzt vorerst auch, aber ich möchte einen Anfang und ein Ende mitschicken, sodass der C64 herausfinden kann, was er tatsächlich als Nutzinhalt quasi für sich verwerten kann. Dann gehe ich also hier in meinen Tony rein, tippe rein MSG. Das wird meine Startmarke, /MSG in Spitzenklammern. Das wird meine Endmarke, ist also jetzt so ein bisschen an XML angelehnt. Wem das nichts sagt, ist auch nicht so wichtig. Das soll der C64 dann ausfiltern, und dazu springen wir direkt rein in das C64-Listing. Die Zeilennummern werden sich jetzt ein bisschen verändern, das soll aber nicht das Problem sein. Ich tippe es erstmal ein und dann erkläre ich es ganz kurz. Hier fragen wir es also nicht mehr ab, ob A ungleich leer ist, sondern wir fragen ab, steckt in A eine spitze Klammer, und wir haben auch gleich eine neue Variable eingeführt, nämlich StartString. In StartString wird quasi der Anfang gespeichert, sodass man dann dieses spitze Klammer auf, MSG, spitze Klammer zu letztendlich erkennen kann. Das folgt jetzt in den nächsten Zeilen. Die Zeile 130 sorgt jetzt nur dafür, dass wenn er einen Anfang gefunden hat, also die spitze Klammer, und dann kommt aber durch einen Übertragungsfehler keine zweite spitze Klammer bzw. die schließende spitze Klammer, dann sage ich ihm einfach, wenn er 5 Zeichen eingelesen hat, soll er dieses Startstring einfach wieder zurücksetzen auf leer, dass er dann in der nächsten Übertragung wieder einen neuen Versuch hat, diesen Anfang zu finden. Zeile 140. If StartString. Jetzt fangen wir an, das Ganze zu prüfen. MSG, spitze Klammer zu, then print Empfang, Semikolon. Semikolon sorgt dafür, dass der C64 bei der Ausgabe keinen Zeilenumbruch macht nach dem Wort Empfang. Doppelpunkt, es soll einfach in dieser Anweisung jetzt noch ein Befehl dazu ausgeführt werden. Wenn er diesen Startstring erkannt hat, also diesen Start-Tag mit spitze Klammer auf, MSG, spitze Klammer zu, dann können wir den auch zurücksetzen auf leer, und es soll noch ein Befehl folgen, nämlich GoSub 200. GoSub sagt aus, er soll jetzt in eine Zeile springen, und diese Zeile ist quasi ein Unterprogramm, eine Unterroutine. Er springt dahin, arbeitet diese Unterroutine ab und springt dann dorthin zurück, von wo er hergekommen ist. In dem Fall eben Zeile 140, GoSub 200, und wenn er das erledigt hat, springt er zurück in die Zeile 140 bzw. nach die Zeile 140, denn die hat er ja erledigt. Das heißt, er springt auf die nächste Zeile nach dieser aufrufenden Zeile.
Und wenn das alles nicht ist, also wenn wir noch keinen Startstring erkannt haben, beziehungsweise wir lesen ja zeichenweise ein, das heißt, nach der Spitzenklammer warten wir aufs M, dann warten wir auf S, G und so weiter. Und das ist ja wie zuvor auch, wie bisher auch, immer nur zeichenweise. Das heißt, wir springen in Zeile 150, Entschuldigung, gehen wir wieder auf 110. Dort starten wir ja wieder die zeichenweise Einlesung über die RS232 bzw. UART-Schnittstelle. In Zeile 140 haben wir jetzt den Anfang einer Nachricht erkannt. Spitze Klammer auf, MSG, Spitze Klammer zu. Jetzt wollen wir das auffangen oder das empfangen, was nach diesem Start-Tag kommt. Das passiert jetzt in dieser Unterroutine ab Zeile 200. Und jetzt fangen wir wieder zeichenweise an, das einzulesen. Da nehmen wir jetzt eine andere Variable. A-String ist ja oberhalb schon verwendet für diesen Start-Tag. Wir nehmen jetzt also B-String. Da geht es jetzt wieder wie gehabt, wie wir es schon in der letzten Folge hatten, weiter. If B-String ungleich nix. Dann wieder eine neue Variable. MSG-String, MSG für Message, ist gleich MSG-String plus B-String. Wir hängen also jetzt an den String, also die Zeichenkette MSG-String. Immer wenn das gesendete oder das empfangene Zeichen nicht nix ist, dieses neue Zeichen an die Zeichenkette MSG-String dran. In 220 prüfen wir, ob wir in der empfangenen Zeichenkette jetzt die Endmarke finden, nämlich Spitze Klammer auf, Slash MSG, Spitze Klammer zu. Die Zeile 220 prüft jetzt also den Write String. Write String bedeutet, schau dir die Zeichenkette an von der rechten Seite, also von hinten quasi. Wenn diese 6 Zeichen, die du dort findest, nicht der Endmarke entsprechen, dann geh bitte wieder zurück zu 200 und lies das nächste Zeichen, das daherkommt, ein. Sollte jetzt diese Endmarke finden auf seinen letzten 6 Zeichen, dann wird dieser Sprungbefehl zu 200 in die Zeile 200 nicht ausgeführt. Dann geht er weiter im Programm. Zeile 230. Da geben wir uns mal diese Message aus und dann formatieren wir uns die auch gleich noch ein bisschen, beziehungsweise wir machen uns mal den tatsächlichen Nutzinhalt sichtbar. Das machen wir auch wieder mit LeftString, also wieder mit LeftString. Das heißt, wir schauen uns diesmal den linken Teil der Zeichenkette an von MSG-String und zwar nehmen wir die Länge . Diese Zeile 230 gibt jetzt erstmal die empfangene Message, also Message String, aus. Danach folgt dann ein, ja, sieht ein bisschen kompliziert aus, der Ausdruck, ist er aber gar nicht. Left String leitet ein, dass er von einer Zeichenkette nur den linken Teil nehmen soll. Innerhalb der Klammern zu Left String sagen wir ihm, die Zeichenkette ist erstmal ein Message String, also wie bisher auch. Und er soll den linken Teil dieser Zeichenkette nehmen, und zwar, solange wie die Zeichenkette ist. Das wird ermittelt durch len MSG String, minus 6 Zeichen, und das ist die Länge unserer Endmarke, Spitze Klammer auf, Slash MSG, Spitze Klammer zu. Die will ich also jetzt da auch nicht mehr sehen. Zum Schluss machen wir noch eine Leerzeile dazu, damit wir das voneinander trennen können, die Nachrichten. Nachdem wir jetzt damit GoSUB hingesprungen sind, weiß der C64 also, das ist eine Unterroutine, eine Subroutine. Deswegen erwartet er jetzt auch irgendwann mal den Rücksprung in eben das Hauptprogramm. Und das passiert jetzt. 240 Return. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Ich starte mal den Tony. Ne, ich starte erst den C64. Run. Und jetzt starte ich mal den Tony dazu. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Wie man sieht, haben wir irgendwo vergessen, dass wir unsere Message auch mal wieder löschen. Das wollen wir also jetzt auch mal tun. Das können wir einfach auch hier wieder mit dem Doppelpunkt dazusetzen. Und zwar sagen wir einfach nur, Message String ist gleich nichts mehr. Oh, Entschuldigung, MSG String, jetzt ja. Immer die Eingabetaste, also Return, nach einer Änderung in der Zeile, sonst wird es nicht in die Zeile übernommen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben jetzt einmal Hallo Welt /MSG
und dann drunter jeweils Hallo Welt, also den reinen Nutzinhalt. Das ist wunderbar, reicht uns aber noch nicht. Wir wollen jetzt mal einen dynamischen Inhalt rübertragen. Im Tony bauen wir uns einen Counter dazu, also einen sogenannten Zähler. Und zwar nenne ich den sinngemäß Counter. Counter gleich 0, den lassen wir hier in der Hauptschleife auch jeweils um 1 hochzählen. Das macht man mit der Kurzschreibweise plus gleich 1. Das bedeutet jetzt für Tony, er soll den Counter nehmen, 1 dazuzählen und wieder unter Counter abspeichern. Und damit wir den dynamisch ausgeben können, brauchen wir das auch in der Ausgabe und das können wir also hier direkt eingeben. Da machen wir Hallo Welt, Komma, dann Nummer, Leerzeichen, dann unterbrechen wir den String, dann übergeben wir den jeweils aktuellen Counter als String. Das sagt dieses str, danach wieder ein Plus und wieder Anführungszeichen, damit dann eben der Rest der Nachricht damit eingefügt wird. Wir können das noch so ein bisschen lesbarer machen im Code. Wie man sieht, läuft das Programm, währenddessen ich programmiere, weiter. Der C64 empfängt auch immer noch. Dann wollen wir mal schauen, wenn ich das Programm neu starte, was er dann empfängt. Ja. Hallo Welt Nummer 0, Hallo Welt Nummer 1. Das ist also wunderbar, das passt. Ich kann jetzt übrigens auch mal die Probe machen, wenn ich hier vor dem MSG irgendwas eingebe. Und ich starte das Programm erneut. Dann wird dieses vor dem MSG rausgefiltert. Warum ist das so? Weil wir ja, wenn wir in eine laufende Übertragung einsteigen, genau auf dieses MSG warten als Start der Übertragung. Und nur das, was innerhalb dieser beiden MSG-Tags steht, das wird vom C64 als Nutzinhalt rausgenommen und am Bildschirm dargestellt. Alles, was davor und danach passiert, ich kann jetzt auch danach noch was eingeben und das Programm neu starten. Das ist dem C64 egal, beziehungsweise er filtert das raus und er nimmt nur den reinen Nutzinhalt zwischen diesen beiden Spitzenklammern-Tags. Diese Spitzenklammern, die habe ich frei gewählt. Man kann da sonst was nehmen. Das ist also jetzt kein reserviertes Schlüsselwort in der Programmierung oder so. Das ist rein die Entscheidung eines Entwicklers, was er jetzt da machen möchte. Natürlich birgt sowas auch immer so ein bisschen Gefahren mit sich. Beispielsweise, wenn jetzt genau diese Zeichenfolge innerhalb einer Zeichenkette käme, ja, dann habe ich da ein kleines Problem, also insbesondere bei der Endmarke natürlich, weil mir dann da die Übertragung schon abgebrochen wird. Auch sind viele Sachen noch nicht abgefangen. Wenn jetzt beispielsweise bei der Übertragung der Endtag mit dem /message nicht fehlerfrei ankommt im C64, sondern irgendeine wirre Zeichenfolge, dann erkennt er natürlich den Endtag nicht und wartet weiter bzw. summiert weiter Zeichen auf diese Zeichenkette, die er empfängt. Irgendwann gibt es einen String Overflow Error, dann wird einfach dieser String, diese Zeile, die er empfangen soll, dem C64 zu lang. Dann gibt es einfach einen Fehler, das Programm bricht ab. Das sind also alles so Sachen, die man jetzt immer weiter verfeinern kann in so einem Programm. Jetzt haben wir aber immer noch nur die Kommunikation vom Raspberry zum C64. Wir wollen jetzt auch mal die Rückmeldung machen, nämlich eine Quittierung des C64, dass er diese letzte Message jeweils empfangen hat. Dazu müssen wir natürlich wieder ins Listing reingehen. Und das geht jetzt wirklich einfach. 240 Return, das können wir auf 250 umwandeln. Und in 240 vor dem Return kommt jetzt einfach nur die Ausgabe über den Kanal 2, also eben über die UART-Schnittstelle. 240, da haben wir Print auf dem Kanal 2, die Zeichenkette Roger, also für Roger, ja, hab's empfangen. Und dann geben wir auch noch zurück, was empfangen wurde. Nämlich MSG String. Jetzt aufgepasst, wir haben ja MSG String in Zeile 230 gelöscht. Das heißt, wir löschen sie jetzt erst hier und nehmen das oben wieder raus. Also MSG String ist gleich nichts mehr. Enter. Und hier dieses MSG String, das löschen wir weg, weil wir es jetzt ja die Zeile drunter nochmal brauchen. Schauen wir uns das Listing nochmal insgesamt an. Das sieht doch gut aus. Dann einmal Run. So, er empfängt und er sendet auch. Wir haben im Tony noch nicht eingerichtet, dass dieses Senden, beziehungsweise was der C64 jetzt sendet, dass es im Tony auch empfangen wird. Dazu müssen wir natürlich wieder in den Tony-Code reingehen. Wir haben ja unsere UART-Kommunikation mit dem C64 auf dem UART0-Bus installiert. Genau den brauchen wir jetzt auch wieder. Und da lautet einfach, ähnlich wie dieses GET beim C64, der Befehl any, also wenn sich da irgendwas tut,
dann soll er die folgenden Befehle ausführen. Und zwar übernehmen wir die Daten als String. Und zwar lesen wir auch jetzt den UART 0.read und wir lassen uns die Daten einfach ausgeben. Print Data. Das wird also jetzt über den seriellen Monitor ausgegeben. Die Zählung startet natürlich gleich wieder von 0, weil ja das Programm neu gestartet wird. Wir sehen, da kommt was zurück und zwar jeweils das, was der C64 eben empfangen hat. Das gibt er zurück als Quittung. Roger, ich habe was empfangen und zwar das und das. Dieses Drumherum, einerseits das B hier vorne, andererseits das R hier hinten. R ist so ein Carriage Return, ein Wagenrücklauf, also ein Steuerzeichen. Und das B sagt aus, dass das eine byteweise Übertragung ist. Hat für uns nichts weiter zu bewandern. Wir können das auch ganz einfach rausnehmen, indem ich sage print Data. Und von der Data nehmen wir uns jetzt die Zeichen raus ab dem 0.1.2. Zeichen bis zum, und jetzt müsste ich rückwärts zählen können, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeichen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, bis zum 9. Zeichen, bis zum minus 9. Zeichen. Okay, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt diese Zeile auskommentiere, sodass sie eben nicht diesen kompletten String mit den Steuerzeichen druckt, dann haben wir auch hier eine bereinigte Ausgabe und nur der reine Nutzinhalt wird ausgegeben. Bis hierhin gar nicht mal so schlecht. PyPico kann mit C64 reden, C64 kann empfangen, kann auswerten, kann anhand des Empfangenen auch schon Entscheidungen treffen, nämlich wann sende ich eine Rückmeldung. Genau das kann er auch tun. PyPico empfängt die Rückmeldung, gibt sie auch entsprechend aus. Gar nicht mal so übel. Dann wollen wir das noch ein Stückchen erweitern. Jetzt wollen wir mal eingegebene Tasten am C64 zum PyPico übertragen. Also wieder rein ins Listing. Da brauchen wir nur 2 Zeilen mehr, und zwar 100, ich quetsche das jetzt da oben dazu, nach der Zeile 110. Dann nehmen wir get c string. Warum nehme ich jetzt nicht get Balkenkreuz 2? Weil ich ja nicht von der UART-Schnittstelle, also Gerät Nummer 2 empfangen möchte, sondern über die Tastatur. Und das nimmt der C64 als Standard an. Wenn man also nichts eintippt, dann ist die Tastatur das Eingabegerät. Get c string. Und auch hier wieder das berühmte if c string ungleich nix, denn jetzt printen wir und das jetzt eben wieder über den UART-Kanal. Print Kanal 2, C String. C String. So. Run. Bisher hat sich noch nichts verändert. Und wenn ich jetzt mal den Buchstaben drücke, dann ist der Buchstabe hier zu sehen. Allerdings kommt dieser Buchstabe auch mal hier vor. Und was am schlimmsten ist, er kommt immer nur dann, wenn der C64 sowieso was sendet. Woran liegt das jetzt? Das liegt an diesem Timesleep MS 1000. Timesleep ist immer schlecht in so einer Programmierung, weil es den Prozessor komplett lahmlegt. Und jetzt haben wir eben genauso einen Effekt. Wir warten ja immer 1 Sekunde, bis wir was an den C64 senden. Wir warten aber jetzt genauso 1 Sekunde, bis wir die Antwort entgegennehmen. Das ist also nicht so toll, das werden wir ändern. Dazu brauchen wir jetzt einen Timer. Ein Timer ist so eine Sache, hat MicroPython eingebaut. Man muss das nur erstmal wieder importieren. Wir brauchen Timer als Import. Und ein Timer sorgt also dafür, dass Sachen entweder nach einer gewissen Zeit stattfinden, einmalig, oder in einer gewissen Periode wiederkehrend. Wir nehmen jetzt diesen wiederkehrenden Timer. Der braucht einen Namen. Timer 1, ganz originell, ist gleich Timer. Und jetzt wird dieser Timer definiert. Und zwar machen wir als Period ist gleich 2000. Also die Periode, das Intervall, in dem der Timer aktiv werden soll, ist jetzt auf 2000 Millisekunden gesetzt, also alle 2 Sekunden. Dann haben wir den Mode. Das wäre Timer.periodic. Also der Arbeitsmodus, wie ich gerade gemeint habe, entweder nur einmalig nach einer gewissen Zeit oder immer wieder wiederkehrend. Wiederkehrend wäre Periodic und nur einmalig wäre dann ein One-Shot. Und als letztes brauchen wir noch, was der Timer überhaupt tun soll, sobald er auslöst. Und da nehmen wir jetzt UART senden. Das ist jetzt einfach nur eine Funktion, die eben aufgerufen wird. Und diese Funktion, die müssen wir hier definieren mit def. Das muss jetzt natürlich der gleiche Name sein, senden. Per Definition muss jetzt hier irgendein Parameter rein,
Das ist vollkommen unwichtig, weil man den nicht wirklich braucht. Er muss nur von der Programmlogik, das ist einfach vorgegeben, da sein. Ansonsten gibt es halt einen Fehler, wenn da nichts drin steht. Und da kann dann diese Geschichte, die jetzt in der Hauptschleife ist, die kann jetzt hier raus und kommt dann also in diese Funktion hinein, die eben vom Timer jetzt periodisch alle 2 Sekunden aufgerufen wird. Dieses Time Sleep hier brauchen wir nicht mehr und auch den Counter, den setzen wir jedes Mal in dieser Funktion um 1 hoch, also das gleiche plus gleich 1, dann kann der hier unten auch raus. Was wir noch brauchen, das ist, dass wir ihm in der Funktion sagen, dass er den Counter von hier oben nehmen soll. In einer Funktion gelten nämlich andere Gesetzmäßigkeiten, so ein bisschen zumindest, was Variablennamen angeht. Würde ich hier einen eigenen Counter definieren, dann würde der immer wieder neu definiert werden, wenn diese Funktion aufgerufen wird. Man würde ihn also nicht hochzählen lassen können, weil er jedes Mal wieder, wenn man die Funktion aufruft, quasi auf 0 steht. Deswegen muss man ihm hier sagen, Global Counter. Jetzt weiß er also, dass er diesen Counter nehmen soll, der nicht in der Funktion definiert ist, sondern eben der global definierte. Somit kann ich den hier in der Funktion verwenden. Und alles andere da unten, das bleibt so, wie es ist. Ups, so. Hier habe ich jetzt kein Sleep mehr drin. Das wird also jetzt rasend schnell gehen. Davon kriegen wir natürlich nichts mit. Aber der Pico arbeitet eben jetzt sehr schnell dieses Abfragen des UART-Busses ab. Dann gehen wir mal auf Play. Okay, bis hierhin funktioniert es. Wir haben also alle 2 Sekunden jetzt diesen Aufruf und UART wird gesendet mit eben diesem Counter, damit wir auch verschiedene Sachen sehen. Wenn ich jetzt mal hier drauf drücke, dann sehen wir sofort, dass hier dieses G gesendet wurde. Oder auch ein J oder auch was anderes. Es kann aber auch passieren, dass wenn ich jetzt hier mal mehrere Sachen eintippe, dass die eben zusammen mit diesem String, den er sowieso über den Kanal 2 nach außen sendet, zusammenfällt. Und dann kommt es eben zu sowas, so ein Kuddelmuddel. Da wäre es jetzt wieder an dem Programmierer, da eine entsprechende Abfrage und Behandlung einzubauen, dass sowas eben entsprechend ausgefiltert wird, irgendwie zerlegt wird, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, tada, C64 empfängt periodisch und man kann nebenbei vom C64 was zurücksenden, obwohl er ja sowieso die ganze Zeit schon sein Roger, ich habe das und das empfangen, sendet. Und jetzt könnte man hier wieder anfangen, if Roger in Data, dann soll er also genau das machen, nämlich das vorne und hinten wegschneiden. Ansonsten könnte man sagen, print Data, und zwar von 2 bis beziehungsweise zurück 1, 2, 3. So, dann schauen wir mal. Wir schauen nicht, wir machen noch eine Klammer. Dann schauen wir mal. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder, wenn ich das da oben wegnehme, für die bessere Übersicht. Jetzt kriegen wir also wieder unseren reinen Nutzinhalt auf dem seriellen Monitor angezeigt. Und wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann kommt auch die ganz klar ohne irgendwas davor oder dahinter zur Ansicht. Okay, das sieht gut aus. Nachdem das hier so wunderbar funktioniert mit ganzen Zeichenketten und auch einzelnen Zeichen hin und her schicken, wollen wir das jetzt mal in die praktische Anwendung überführen. Und zwar mit einer LED. Ganz simpel. Um eine LED anzuschließen, immer mit Vorwiderstand natürlich. Am besten eigentlich mit einer Treiberstufe, also über den Transistor, damit der Pico nicht überlastet werden kann. Eine LED hält er schon mal aus, besonders wenn es eine Low-Current-LED ist, also die sowieso wenig Strom zieht und wenig Strom braucht. Wo wir die LED jetzt anschließen, das ist vollkommen unerheblich. Einfach irgendeinen GPIO raussuchen, der halt noch frei ist. Ich habe jetzt für mich GP28 ausgesucht, einfach nur, weil ich den von hier gut erreichen kann. Haben wir also hier Vorwiderstand und LED. Vorwiderstand gemäß unseres Schaltplans von GP28. Da gehen wir hier raus, über die Stromschienen drüber, über die Spannungsversorgung drüber und von hier aus auf die LED und von der LED zurück auf Masse.
Bei so einer LED, das lange Bein ist Plus, das kurze Bein ist Minus. Dass die LED an GP28 hängt, das müssen wir natürlich jetzt der Programmierung wieder sagen. Und zwar sagen wir jetzt ganz einfach, LED ist gleich Pin, da haben wir wieder das Pin, 28 und ich definiere, also Pin meint GPIO, also GP28 und ich definiere mir den als Pin Out, dass der Pin ein Ausgang ist. Pin müsste groß sein meines Wissens. Um diese LED, die jetzt auf Pin 28 oder GP28 definiert ist, einzuschalten, müssen wir also nur LED On eintippen. LED Off wäre dann natürlich ausschalten. Dann schauen wir mal, ob sie leuchtet. Ja. Ich tippe mal eben Off ein und das Programm erneut starten. Zack, geht sie wieder aus. Das ist also nur der Test, ob die LED überhaupt funktioniert und richtig angeschlossen ist. Kam wieder raus. Und dann gehen wir wieder hier unten rein, wo wir eben unser Print Data haben bzw. auswerten. If Roger in Data, dann geben wir das einfach aus. Und dann gehen wir hier rein, elif, also else if. Damit kann man jetzt mehrere Verzweigungen einbauen. Wir brauchen jetzt eigentlich nur zwei. elif Data. Womit machen wir die LED an und aus? Ich würde sagen 1 und 0 gleich 1, Doppelpunkt. LED.on, elif, also else if, Data, Klammer auf, das gleiche nochmal. Das kann man dann natürlich auch eleganter programmieren, das ist schon klar. Hier geht es ja nur um den schnellen Test. Gleich 0, Doppelpunkt, LED.off. Ohne die Klammern natürlich, Entschuldigung. Die braucht man hier natürlich nicht. Was jetzt interessant ist an der Geschichte, nachdem ich vom C64 die Tastendrücke so oder so einfach übertrage, muss ich an der C64-Programmierung gar nichts ändern. Jetzt kommt es eben darauf an, wenn ich jetzt 0 oder 1 drücke, dann sollte der Microcontroller, der PyPico, das entsprechend auswerten. So einfach war das jetzt also, Tastendrücke an den PyPico zu übermitteln, diese Tastendrücke auszuwerten, und zwar nur bestimmte, und auch noch unterschiedliche Aktionen mit der jeweiligen Taste zu verknüpfen. Eben 1, LED an, 0, LED aus. Gesteuert vom C64 über den Pico. Weil das Video ja noch lange nicht lang genug ist, setzen wir noch einen drauf. Und zwar nehmen wir jetzt den Temperaturfüller noch dazu, damit wir tatsächlich mal irgendwelche sinnvollen Daten übertragen, nicht immer nur Hallo Welt. Der Temperaturfüller ist in meinem Fall jetzt ein analoger. Ich möchte nämlich auch gleich den ADC, dieses PyPico, vorstellen. ADC ist ein Analog-Digital-Konverter, das heißt, er macht aus Spannungen, unterschiedlichen Spannungen, digitale Werte. Was wir dazu brauchen, ist ein temperaturabhängiger Widerstand. NTC, negativer Temperaturkoeffizient, PTC, positiver. Der eine Widerstand wird größer, wenn es wärmer wird, der andere Widerstand wird kleiner, wenn es wärmer wird. Welcher ist, kann ich mir nie ganz merken. Ist aber auch nicht so wichtig. NTC ist mehr oder weniger so ein bisschen der Standard. Der NTC muss über einen Spannungsteiler betrieben werden, und zwar dem Wert des NTCs entsprechend 10K, 10 Kiloohm, das wäre sein maximaler Widerstand. So groß muss auch die andere Seite des Spannungsteilers sein. Ich habe nur 4,7 Kiloohm Widerstände hier gehabt, jetzt nehme ich halt 2 davon. Die Messung ist dann nicht ganz so genau natürlich, aber tut's genauso. Und zwischen diesen beiden Komponenten, da geht der Abgriff weg, eben auf einen ADC-Eingang vom Raspberry Pi Pico. Ich habe mich hier jetzt für GP26 entschieden. Das muss ich mir jetzt also merken. Das muss ich jetzt wieder in mein Programm, in mein Tony-Programm eintragen. Wir könnten hier mal die Anmerkung machen, GPIOs festlegen, genauso wie wir es da unten ja auch für die UART-Geschichte hatten. Das heißt, ich nehme jetzt hier Thermistor-Pin ist gleich ADC. Wir hätten 3 ADCs zur Verfügung, 0, 1 und 2. ADC 2 kann ich in diesem Fall jetzt nicht mehr verwenden, weil ja da schon meine LED dran hängt. Aber dann nehme ich eben ADC 0 auf GP26. Wenn man ADC verwenden möchte, also den Analog-Digital-Konverter, muss man das auch wieder hier oben importieren. ADC. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine gewisse Programmierung, um aus diesem temperaturabhängigen Widerstand tatsächlich eine Temperatur auslesen zu können. Dieser temperaturabhängige Widerstand, Thermistor ist das Kurzwort dafür, der ändert ja nur den Spannungswert, der dann am ADC-Eingang des Pico ausgelesen wird. Je nach Temperatur hat er also einen anderen Widerstand und ändert dadurch die Spannung.
Aus dieser Spannung muss der Pico jetzt eben durch eine gewisse Berechnung einen Temperaturwert ermitteln. Und da kommen wir wieder zu Bibliotheken. Man hat es vielleicht hier schon gesehen, ich habe einen Ordner angelegt, der nennt sich da lib. Der lib-Ordner, also Library, da kann man bevorzugt die Sachen reinlegen, die man über Import in seinem Programm verwenden möchte. Das hier ist, nennt sich ntc10k, ich habe die Datei einfach so benannt, .py, also Python wieder, MicroPython. Und das ist alles, was da drin steht. Das ist eine relativ komplizierte Berechnung mit ein paar Konstanten, die sich jetzt eben genau auf einen 10K NTC-Widerstand beziehen. Und was das alles jetzt so ist hier an Konstanten und Werten, ich habe das auch nur abgeschrieben, also die Formel habe ich auch nicht verstanden, darum geht es auch nicht. Und das ist auch genau der Punkt dabei. Diese Datei, die liegt jetzt außerhalb meines Hauptprogramms und vom Hauptprogramm aus gesehen ist das eine Blackbox. Ich muss gar nicht wissen, was da drin passiert. Ich muss nur wissen, wie ich sie einbinden und wie ich sie dann verwenden, also aufrufen kann, so dass ich dann eben meinen Temperaturwert bekomme. Was ich jetzt machen muss, um dieses ntc10k.py einzubinden, das ist eben wieder ein Import, genauso wie ich es da oben die ganze Zeit gemacht habe. Und zwar from ntc10k, das .py schreibt man nicht mit. ntc10k meint jetzt eben diese Datei, die sich da nennt ntc10k. Und dass diese Datei im lib-Ordner liegt, das muss ich gar nicht dazu sagen. Da sucht er, wie gesagt, sowieso von alleine und bevorzugt danach. Und was wir daraus importieren, das ist dann eben der Klassenname. Jetzt von Klassen und Objekten nicht weiter verwirren lassen. Jedenfalls importieren wir uns die Klasse Thermistor unterstrich. Und was wir jetzt noch brauchen, das ist letztendlich, dass wir diese beiden Teile zusammenführen. Wir haben einerseits jetzt eine Klasse und wir haben auch den Pin für diesen Thermistor definiert. Und jetzt matchen wir das zusammen. Also, Thermistor ist dann letztendlich ein Objekt der Klasse Thermistor. Da fiel ja jetzt eben das Wort Objekt und vorher schon Klasse. Nehmen wir mal ein Auto. Die Klasse ist der Bauplan. Nach dem Bauplan baue ich ein Auto, aber ich kann nicht mit dem Bauplan zum Einkaufen fahren. Zum Einkaufen fahren kann ich nur mit einem konkreten Objekt, also einem tatsächlichen Auto. Das ist der Unterschied zwischen Klasse und Objekt. Ich brauche die Klasse, den Bauplan, um mir ein Objekt zu erzeugen, aber nur mit dem Objekt kann ich konkret was anfangen. Also, Thermistor ist ein Objekt der Klasse Thermistor unterstrich und zwar liegt das Ding auf dem Thermistor-Pin. Auf diesem Pin wird jetzt quasi das Objekt, das konkrete Objekt des Thermistors über die Klasse Thermistor angelegt. Damit ist aber jetzt der Thermistor softwaremäßig in Betrieb. Ich muss ihn natürlich erst auch wieder anstecken. Der Thermistor ist also eingebaut und verdrahtet. Was wir jetzt noch brauchen, ist letztendlich die Auslesung der Temperatur. Weil wir hier schon so eine schöne timergesteuerte Funktion haben, mache ich das jetzt einfach mal hier dazu für einen Test. Und zwar spreche ich jetzt den Thermistor unter seinem Namen an, nämlich Thermistor. Mal mit M. Thermistor. Und hier diese Funktion getTemp. Ganz einfach. Thermistor get_temp. Das Ganze als Funktion mit Klammern. Und dann sage ich mir hier noch temp ist gleich. Und lass mir diese temp am Bildschirm in der Konsole ausgeben. Also print temp. Bevor das funktionieren kann, muss man jetzt noch diesen lib-Ordner auf den Pico kopieren. Ansonsten sucht er sich nämlich da unten dumm und dämlich und findet nichts. Also Upload to Wurzel. Jetzt ist der lib-Ordner also auf dem Raspberry Pi Pico auch drauf. Auch diese NTC-Datei ist dort. Und sobald wir das jetzt mal starten, bekommen wir also alle 2 Sekunden einen Temperaturwert geliefert. Dieser Temperaturwert ist plausibel, er stimmt nur nicht ganz, weil ich ja anstatt des 10 Kiloohm Widerstandes für den Spannungsteiler nur 9,4 Kiloohm habe, 2 mal 4,7 Kiloohm eben, eine gewisse Abweichung ist jetzt da drin. Aber ich denke, das passt schon soweit. Wenn ich jetzt nämlich hier mal ein bisschen Feuer unterm Hintern mache, dann steigt die Temperatur sprungartig an und jetzt lässt sie natürlich langsam wieder nach. Jetzt ist dieses 79,05832 natürlich nicht so toll lesbar. Das heißt, wir werden uns jetzt da auch noch eine kleine Formatierung einbauen. Das nenne ich jetzt einfach ftemp für formatierte Temperatur. Das soll also das Format sein mit mindestens 2 Stellen vor dem Komma, einer Stelle nach dem Komma. Das Ganze gehört in Anführungszeichen, habe ich vergessen. Dann .format
T ist gleich Temp. Und jetzt geben wir also die Ftemp aus, print f_temp. Dann können wir die da oben ja auch löschen, brauchen wir nicht mehr. Und go. 20.1, das sieht also schon mal ganz gut aus. Und jetzt kann man das noch weiter verschönern. Jetzt können wir natürlich ftemp, weil wir ja eine Dezimalschreibweise mit dem Komma haben, dann ersetzen wir also auch dieses Komma. Temp ist gleich T. Und wenn wir jetzt die ftemp ausgeben, 19,9, das sieht gut aus. Und jetzt werden wir diesen Wert natürlich an den C64 übermitteln. Und zwar nehmen wir dazu das hier, bevor wir das senden. So, das hier bleibt alles gleich. Und anstatt des ganzen Textes geben wir jetzt nur noch die ftemp rüber. Und zwar hier f_temp. Ups, f_temp. Das Ausrufezeichen brauchen wir auch nicht mehr. Die Counter-Geschichten kann ich eigentlich auch rausnehmen. Brauchen wir nicht mehr. Und wenn ich jetzt auf Start gehe, dann müsste der C64 das automatisch übernehmen, denn der empfängt ja nach wie vor. Der fragt ja immer noch schön seine UART-Schnittstelle ab. Empfang 20,0, Ausgabe 20,0. Wunderbar, das hat also wieder funktioniert. Jetzt könnte ich hier wieder in mein Listing reingehen und könnte sagen, könnte ich hier reingehen und da einfach noch mit Plus noch einen String dazugeben, und zwar Grad Celsius. Grad kann der C64 nicht, dann nehme ich jetzt ein Hochkomma. Und schon haben wir hier 20,0 Grad Celsius stehen. Eigentlich gehört da, glaube ich, noch ein Leerzeichen rein. Sieht doch ganz gut aus. Der empfängt eine Temperatur, die vom Raspberry Pico gemessen wird, quittiert, dass er diese Temperatur erhalten hat. Das kann man wiederum am seriellen Monitor am PC sehen. Jetzt will ich natürlich auch nochmal wieder diese Geschichte ausprobieren, dass wir den Pico vom PC abstecken, sodass der wirklich standalone läuft und dass nur die beiden miteinander kommunizieren. So, dazu muss ich meine Main-PY schlussendlich auf den Pico transferieren. Dann kann ich den Pico vom PC abstecken. Dann habe ich also hier wieder meine Spannung übers Labornetzteil, 3,3 Volt. Und sobald ich jetzt anstecke, müsste der Pico loslaufen. Der C64 ist ja immer noch auf Empfang. Jawohl, wunderbar. Und jetzt ganz standalone liest also der Pico die Temperatur aus. Jo, wird auch schon wärmer. Und der C64 schreibt das schön auf seinem Bildschirm drauf. Und was auch immer noch funktioniert, das ist die Steuerung der LED. Taste 1, LED an, Taste 0, LED aus. Also das läuft da im Hintergrund natürlich weiter und funktioniert nach wie vor. Wir haben heute also richtig was geschafft. Eine echte Kommunikation in beiden Richtungen mit Werten, auf die reagiert wird. Eben 1,0 beispielsweise für LED anmachen. Jetzt die Gradzahl, da könnte man natürlich jetzt auch noch einiges an Auswertungen machen. Das, wenn es zu warm wird, meinetwegen Ventilator anläuft, was auch immer. Das wäre jetzt alles das kleinere Problem. Das kann man jetzt alles natürlich noch sehr viel verschönern. Der Text, der muss da auch nicht durchscrollen. Natürlich soll der irgendwo am Bildschirm stehen bleiben. Vielleicht größer, vielleicht mit ein bisschen Schmuckrahmen drumherum, wie auch immer. Das kann man alles deutlich schöner machen. Mir ging es jetzt um das Prinzip, um die Funktion. Wir können vom und zum C64 zwischen Pico hin und her Werte übergeben. Wir können die auslesen, wir können die interpretieren lassen. Wir können daraufhin Aktionen starten. Das Ganze ist ja mit dem Hintergrund, dass man irgendwann diese Car-System-Autos über eine vom C64 gesteuerte oder programmierte Anlage laufen lässt. Und dafür ist der Grundstein jetzt eben gelegt. Gute Zeit, bis zum nächsten Video. Man sieht sich. Ciao, ciao. MSG, wieder vertippt. Diese unterschiedlichen Spannungswerte liegen am Pico, an dem ADAC. Was nach wie vor natürlich auch noch funktioniert, das ist, dass wir mit 1, ich hoffe, das Kabel war jetzt nicht gerade nicht direkt davor. Ne,